Du füllst den Napf. Deine Katze läuft nicht, sie stürmt. Innerhalb von Sekunden ist der Napf halb leer. Kopf nach unten, keine Pause. Die Augen wie auf das Futter gebannt, als könnte es jeden Moment verschwinden. Und dann, ein paar Minuten später, hörst du dieses unverkennbare Geräusch. Sie hat die ganze Mahlzeit wieder ausgespuckt. 2 Minuten später wirkt sie wieder ganz normal und bittet sogar um mehr. Die meisten Halter winken ab. Sie ist halt verfressen. Er war schon immer so. Sie tut so, als würde sie verhungern. Aber das ist genau der Punkt, den viele übersehen. Schnelles Fressen ist kein Charakterzug. Es ist ein Signal. Und sobald du verstehst, was der Körper deiner Katze wirklich tut und warum, wird die Lösung überraschend einfach. In den nächsten Minuten zeige ich dir, was wirklich passiert, wenn deine Katze zu hastig frisst. Vom Hals bis in den Magen, bis hinein ins Gehirn. Und warum genau dieses Verhalten mit Gewicht, Stress, Erbrechen und sogar mit emotionalen Erfahrungen aus der Vergangenheit zusammenhängt. Aber zuerst musst du etwas verstehen, das viele nicht mitdenken. Der Verdauungsapparat deiner Katze ist nicht für Geschwindigkeit gebaut. Er ist für Jagd gebaut. In freier Natur würde eine Katze ihre Beute fangen, langsam fressen und sich dann ausruhen. Der gesamte Vorgang hat einen natürlichen Takt. Kauen, pausieren, kleinere Stücke schlucken. Der Körper bekommt Zeit, die Nahrung wahrzunehmen. Vergleiche das mit dem, was bei einer typischen Hausmahlzeit passiert. Ein voller Napf erscheint auf einmal. Keine Jagd, keine Arbeit, kein langsames Heranführen. Einfach sofortiger Zugang zu einer großen, konzentrierten Menge Futter. Manche Katzen kommen damit ruhig zurecht. Aber viele Katzen, gerade Wohnungskatzen, reagieren mit etwas, das fast wie Panikfressen aussieht. Und genau hier wird es spannend. Wenn eine Katze zu schnell frisst, passieren mehrere Dinge gleichzeitig. Erstens, sie schluckt große Stücke, ohne sie richtig zu zerkauen. Katzen kauen ohnehin wenig. Ihre Zähne sind zum Reißen gemacht, nicht zum Zermahlen. Wenn Futter aber regelrecht eingesaugt wird, wird noch weniger gekaut. Zweitens, sie schluckt sehr viel Luft mit dem Futter. Diese Luft, kombiniert mit der schnellen Magenausdehnung, erzeugt Druck im gesamten Verdauungstrakt. Drittens, die Magenwand wird plötzlich und kräftig gedehnt. Bei vielen Katzen löst das einen klaren Reflex aus. Wieder raus damit. Genau deshalb erbrechen so viele Katzen kurz nach dem Fressen. Oft ist das gar kein echtes Erbrechen im medizinischen Sinn. Es ist Regurgitation, unverdautes Futter, das fast sofort wieder hochkommt. Die meisten Halter denken, meine Katze ist krank. Aber in vielen Fällen ist sie das gar nicht. Sie hat einfach schneller gefressen, als ihr Körper verarbeiten kann. Und genau das ist der Punkt, den viele übersehen. Schnelles Fressen verursacht aber nicht nur Erbrechen. Es treibt auch Gewichtszunahme. Warum? Das Gehirn deiner Katze braucht Zeit, um Sättigung wahrzunehmen. Hormonelle Sättigungssignale kommen nicht sofort, wenn Futter im Magen ankommt. Sie bauen sich über 15 bis 20 Minuten auf. Wenn deine Katze ihre gesamte Mahlzeit in 90 Sekunden runterschlingt, haben diese Signale gar keine Chance mitzuhalten. Das Gehirn sagt, noch hungrig. Der Körper sagt, zu spät, schon überfüllt. Also frisst deine Katze den Napf leer, fragt nach mehr und nimmt langfristig mehr Energie auf, als sie eigentlich braucht. Multipliziere das über tausende Mahlzeiten und mehrere Jahre. Du bekommst nicht einfach eine Katze, die schnell frisst. Du bekommst eine langsam zu schwere Katze. Aus Gründen, die nichts mit der Futtersorte zu tun haben. Aber jetzt wird es noch tiefer. Schnelles Fressen ist nicht immer körperlich. Manchmal ist es emotional. Eine Katze, die frisst, als wäre jede Mahlzeit die letzte, hat dieses Muster oft irgendwann gelernt. Mögliche Ursachen sind eine Vorgeschichte als Streuner, in der Futter unsicher war, frühe Konkurrenz mit Geschwistern, Spannungen in einem Mehrkatzenhaushalt, frühere Erlebnisse, in denen Futter weggenommen wurde oder einfach lange Pausen zwischen den Mahlzeiten, die einen chronischen, leisen Hunger erzeugen. In all diesen Fällen ist deine Katze nicht gierig. Sie reagiert auf eine Geschichte, die ihr Körper noch in sich trägt, selbst wenn dein Zuhause heute sicher und gut versorgt ist. Genau deshalb ist schnelles Fressen oft eines der klarsten emotionalen Signale, die deine Katze zeigt. Es geht nicht immer um Hunger, es geht oft um Unsicherheit. Sprechen wir kurz über Mehrkatzenhaushalte, denn hier wird das Thema oft besonders deutlich.
Wenn 2 oder mehr Katzen nebeneinander fressen, selbst friedlich, gibt es fast immer leise Konkurrenz. Eine Katze dominiert die Fütterungszone, eine andere frisst schneller, um zuerst dran zu sein. Eine dritte hält sich zurück und meidet den Napf ganz. Diese Dynamiken sind für Halter oft unsichtbar, aber sie prägen das Fresstempo jeden Tag. Wenn du dich also fragst, warum eine Katze schlingt und eine andere langsam knabbert, kann genau das die Antwort sein. Und auch das verstehen viele nicht sofort. Selbst dein Fütterungsrhythmus kann schnelles Fressen trainieren. Eine Katze, die nur 2-mal am Tag gefüttert wird, mit 10 bis 12 Stunden Pause, ist beim nächsten Napf biologisch viel hungriger, als sie es sein sollte. Sie erscheint am Napf regelrecht ausgehungert. Ihr Körper ist auf maximalen schnellen Eingang programmiert. Das ist der Notfallmodus, nicht der Normalzustand. Wenn deine Katze also frisst, als hätte sie tagelang nichts bekommen, dann fühlt es sich für ihren Körper manchmal genauso an. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie verlangsame ich meine Katze wirklich? Hier ist der ruhige, liebevolle Weg. Erstens, Mahlzeiten teilen. Statt 2 großen Portionen lieber 3 bis 5 kleinere. Der Körper bekommt häufiger ein Sättigungsgefühl und weniger Druck pro Mahlzeit. Zweitens, Anti-Schlingnäpfe oder Schlingmatten nutzen. Diese Näpfe haben kleine Erhöhungen, Labyrinthe oder Mulden, die deine Katze zwingen, langsamer zu fressen. Das ist keine Strafe, sondern eine Wiederherstellung des natürlichen Tempos. Drittens, Futterspielzeug oder verteiltes Füttern. Kroketten in einem Schnüffelteppich, in einem Futterball oder in mehreren kleinen Stellen im Raum lassen deine Katze fressen wie beim Jagen. Viele Katzen lieben das und werden dadurch deutlich ruhiger. Viertens, in Mehrkatzenhaushalten Katzen trennen. Verschiedene Räume oder versetzte Zeiten reduzieren stille Konkurrenz. Auch sehr schnelle Esser werden dadurch oft langsamer. Fünftens, auf das emotionale Muster achten. Wenn deine Katze schnelles Fressen mit Betteln, Bewachen des Napfes oder Unruhe rund um die Fütterung kombiniert, kann die Ursache emotional sein und braucht meistens mehrere Wochen behutsames Vorgehen. Aber genau das wird oft missverstanden. Du musst das Fressen für deine Katze nicht schwerer machen, du musst es langsamer machen. Das ist ein großer Unterschied. Eine Katze, die langsam frisst, ist nicht benachteiligt. Sie ist reguliert. Sie fühlt sich sicher. Sie fühlt sich satt. Sie verdaut besser. Sie erbricht seltener. Sie hält ihr Gewicht stabiler. Und, das überrascht viele, sie wirkt insgesamt ruhiger. Denn Fressrhythmus und Verhaltensrhythmus hängen tief miteinander zusammen. Und hier kommt der Teil, der selten ausgesprochen wird. Eine Katze, die zu schnell frisst, sagt selten, ich hab Hunger. Sie sagt oft eher, ich weiß nicht, wann die nächste Mahlzeit kommt. Ich habe gelernt, schnell zu sein, solange Futter da ist. Ich spüre Druck rund ums Fressen, auch wenn ich es dir nicht zeigen kann. Sobald du es so hörst, sieht schnelles Fressen nicht mehr wie Gier aus. Es sieht aus wie eine leise Nachricht, die deine Katze dir vielleicht schon lange schickt. Was passiert also wirklich, wenn deine Katze zu schnell frisst? Der Magen dehnt sich zu schnell. Erbrechen wird häufiger. Sättigungssignale kommen nicht hinterher. Kalorien sammeln sich still. Stressmuster verfestigen sich. Und der Körper erlebt diesen ruhigen, zufriedenen Moment, die Mahlzeit ist vorbei, kaum noch. Nicht, weil deine Katze übertreibt, sondern weil Fressen eigentlich ein Vorgang sein sollte, kein Wettlauf. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Schnelles Fressen ist kein Charakter. Schnelles Fressen ist ein Signal. Und eine Katze, die langsamer fressen lernt, ist fast immer eine ruhigere, gesündere und emotional ausgeglichenere Katze. Schreib mir gern in die Kommentare. Frisst deine Katze hastig? Wirkt sie das Futter manchmal wieder hoch oder bewacht sie ihren Napf? Ich lese jeden Kommentar. Und wenn du verstehen willst, was wirklich passiert, wenn der Napf deiner Katze immer voll ist, dann schau dir als nächstes dieses Video an.